mit Kaimeloa zum ersten Mal auf Hochsee. Im Jahr 2014 segeln wir von Arnis nach Norwegen. Im Skagerrak sehen wir kein Land mehr, nur die Wolken deuten eines an. Kaimeloa läuft mit ungefähr 10 Knoten, der Wind ist optimal, nur wird er immer spitzer und wir werden abgedrängt Richtung Arendal. Südost ist angesagt. Ja, Südost ist angesagt. So der Wunsch, die Wunschvorstellung. Und das wäre dann der Schiebewind hoch. Wir laufen jetzt schon so an 15 Knoten. Ja, wunderbar. Drüben erscheint die Küste von Norwegen. In der Hektik des Aufbruchs haben wir vergessen, eine norwegische Flagge zu besorgen. So wird kurzerhand eine dänische Flagge in eine norwegische umgewandelt. Kreativität ist immer an Bord gefragt. Wir sind jetzt hier angekommen, nach 7 bis 8 Windstärken auf dem Skagen. Eigentlich jetzt ganz ruhig hier. Wir haben jetzt eigentlich auch achterlichen Wind. Und jetzt segeln wir hier mit diesem Boot einen schönen Bogen, aufpassend auf diese Untiefe, aufpassen auf diese Untiefe, aufpassen auf diese Untiefe. Einen schönen Bogen hier rein in den Hasteinsundet. Ein wunderschöner Sund und den gucken wir uns jetzt mal draußen an. Hier ist dieser Sund, den wir gerade auf der Karte gesehen haben, dieses Kap. Über diese schiefe Leiter hast du Norwegen betreten. Bei unseren ersten Segelversuchen durch die Schären sind wir sehr aufgeregt. Alles ist noch sehr ungewohnt. Aber nach kurzer Zeit gewöhnen wir uns daran. Das Einzige, was uns stört, sind, dass die Norweger immer sehr dicht am Boot vorbeibrettern. Doch das hat seinen Grund, denn direkt neben dem Fahrwasser sind Untiefen. Diese sind aber in Norwegen extrem gut bezeichnet. Mit Steinmännern, mit Baken, mit Richtungspfeilen, an denen man vorbeifahren kann, mit Stangen auf den Untiefen. Also eigentlich alles gar kein Problem dort zu fahren, aber eben ungewöhnt, vor allem wenn es das erste Mal ist. Bei Lillesand gibt es einen Binnenwasserweg, Blindleia genannt. Dieser wird begrenzt durch eine Brücke mit 19 Meter Höhe. Wir haben 20,60 Meter und so warten wir die Ebbe ab und schrauben die Antenne oben ab, sodass wir durchkommen. Es gelingt und ein wunderbarer Wasserweg liegt vor uns.
Wie immer in Norwegen, an den Engstellen muss man aufpassen. Es steht Strömung und die Blindleia ist für unsere 7,20 Meter doch schön recht eng. Aber wir kommen durch und es ist wunderbar, hier in Fallerland unterwegs zu sein. Bei Grimstad werden die Gewässer wieder offener. Wir fahren mal innen, mal außen. Wenn man rauskommt, wird die See wieder etwas rauer. Es ist ein Wetter wie in Norwegen üblich. Mal Sonne, mal Regen und dazwischen drin auch mal ein Regenbogen. Draußen brandet die See an die Felsen. Ein wunderschöner Anblick, bloß man sollte tunlichst etwas Abstand halten. Vorbei an einem Wikingerschiff fahren wir unsere erste Ankerbucht an. Wir ankern auf 20 Meter Wassertiefe und es geht ab in das wunderbare Wasser. –14 Grad Wassertemperatur. Nach dem Baden ist man hungrig. Und wir haben gehört, dass man in Norwegen gut angeln kann und auch darf. So packen wir die Angel aus und... Nochmal. Oh, ich weiß wenigstens mal was. Oh, ich bin enttäuscht. Na, der geht auch schon. Nehmen wir die Pfanne. Ja, Wahnsinn. Aber immerhin. Zu diesem Moment des Timer. Der südlichste Punkt Norwegens wird umrundet unter Segeln. Wer in Norwegen nördlich fährt, muss damit rechnen, dass er nördliche Winde hat und somit viel kreuzen muss. Wir haben schönes Wetter, moderate Winde und da macht es richtig Spaß zu kreuzen. Man kann sich immer in den inneren Buchten halten und so kommt man auch gut vorwärts. Aber es ist doch anstrengend, wenn man tagelang nur kreuzen muss. Wir würden uns natürlich schon auch über einen Südwind freuen. Da doof richtig. Außen hat es bei diesem Wind doch ganz erhebliche Wellen und mit Aufkreuzen tut man sich da sehr schwer. So toll, dass es in Norwegen immer wieder innere Fahrwasser gibt. Aber man muss natürlich dann auch mal die Segel wegnehmen, wenn es zu eng wird und mit dem Motor fahren. Also. Gut. Danke, danke. Der Kampfschwimmertrick.
Und Dreh den! und weg war er. Ah, schon da. Justus, häng mal deine Füße ins Wasser, dann hast du davon ein Unterwasserbild. Oh ja. Hallo, ich will ein Unterwasserbild von Füßen. Egernsund, Eingang. Egernsund ist ein wichtiger Fischereihafen in Norwegen und liegt auch an einem inneren Weg. Man sollte diesen auf jeden Fall nicht auslassen. Eine wunderbare Stadt zum Anschauen und Staunen. Der lange Weg hinaus auf die See von Egernsund ist ein Traumweg. Viele Fischerboote am Rand, das klare Wasser, Segler und immer wieder Stopps, wo man dann baden kann. Natürlich im kalten Wasser mit sehr kurzen Stopps, aber es macht einfach Spaß, unterwegs zu sein. Unser erster Fjord ist erreicht, Rosendal im Hardangerfjord. Es hat kaum Wind, aber wir versuchen vom Beiboot aus schöne Aufnahmen von Kaimeloa zu machen und diese gelingen auch ganz gut. Wir sind begeistert von dieser Umgebung, von den hohen Bergen, von dem Wasser und von dem wunderbaren Wetter, das wir zu dieser Zeit haben. Als wir um die Ecke kommen, sind wir überwältigt vom Furebergsfossen. Direkt am Fjord gelegen, mit der Bugspitze zum Wasserfall stehen wir nur staunend da. Dirk möchte angeln, wir erfahren aber erst später, dass man am Fjord an diesen Wasserfällen kaum Fisch fängt, da in den Fjorden der Fischbestand eher gering ist.
In den Fjorden muss leider oft der Motor ran. Es hat entweder Gegenwind oder Rückenwind oder wie jetzt gar keinen Wind. Wir fahren weiter, weil wir wollen einen Gletscher sehen. Das ist der linke Arm des Sunds. Ein absolutes Muss in Norwegen. Wandern. Es führen viele Wege, die allerdings nicht so gut markiert sind wie in unseren Hochgebirgen. Aber man findet ihn immer, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Wasserfälle. Und wir kommen dem Gletscher immer näher. Gegenüber von Sunndal auf der anderen Fjordseite liegt ein kleiner Anleger, wo wir ein paar Tage liegen können. Wunderbar! In der kleinen Hütte nebenan gibt es sogar eine Steckdose, die wir benutzen konnten. Wir haben etwas Geld rangehängt, damit wir eine kleine Entschädigung leisten können. Es war eine schöne Zeit hier in Sunndal und es geht weiter. Weiter durch die Fjordlandschaft Norwegens. Bergen, wir haben das Ziel erreicht, am 31.07. um 18 Uhr. Bergen, die heimliche Hauptstadt Norwegens, liegt an. Unter der Brücke haben wir enormen Tidenstrom. Wir haben mit unseren beiden Motoren zu kämpfen, doch die Norweger brausen einfach mit ihren Motorbooten durch. Welch ein Glück! Wir liegen direkt vor Brüggen, dem historischen Viertel von Bergen, mitten in der Stadt. Es ist zwar etwas laut,
Aber wir haben eine unglaublich schöne Umgebung mit diesen alten Häusern, die zurückzuführen sind auf die Hansezeit von Bergen. Der Fischmarkt von Bergen ist legendär. Alles, was die See hergibt, ist hier zu sehen. Auch Walfleisch. Und ganz besondere Fische, wie zum Beispiel diese. Die Königskrabbe, ein Lachs, Krabben und vieles mehr. Doch die Preise sind wirklich überteuert. Und wir gehen in einen Fischladen, wo wir normal einkaufen können. Mit der Fleuenbahn kann man einen hohen Berg direkt neben dem Hafen befahren. Ich bin hochgelaufen, weil man sitzt ja auf dem Boot sowieso sehr viel und habe einen fantastischen Ausblick über die Stadt Bergen. Dass ich gelaufen bin, bereue ich in keiner Weise. So kann ich die Stadt viel mehr entdecken. Viele Details, viele Winkel, viele schöne alte Häuser, Gestaltungen, Gärten. Jetzt kommt Bergen so richtig zur Geltung.
Bergen soll ja die Regenhauptstadt Europas sein. Es soll hier 37 verschiedene Regenarten geben. Nieselregen, Starkregen und so weiter. Welch ein Glück! Wir haben schönstes, hochsommerliches Wetter und die Stadt ist voller Leben. Wir genießen es, diesen Flair, und bleiben einige Tage hier. Jetzt! Die Crew hat gewechselt. Meine Jungs sind aus Deutschland eingeflogen. Und schon geht's los mit Arbeiten. Die Angeln richten. Sie freuen sich so auf Norwegen und wir freuen uns auf eine Fahrt zurück von Bergen und wollen hier den legendären Lysefjord besuchen. Sport ist angesagt. Direkt am Felsen über dem Wasser mit Feldspringen. Was für ein Spaß! Hat's gut ausgesehen? Nö. Eine kleine Anekdote am Rand. Als wir abends einen Liegeplatz im Lysefjord suchen, steht ein Mann auf einem schönen Anleger und winkt. Und Michael sagt, ja, da können wir nicht ran, der will, dass wir da nicht kommen. Wir versuchen es trotzdem. Und was ist? Der Mann will natürlich genau uns da haben und sagt, ihr könnt die Nacht hier liegen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch WLAN haben. So sind die Norweger, so haben wir sie erfahren und deshalb gehen wir auch so gern dahin. Der Lysefjord. Wir fahren immer weiter hinein. Die Berge werden höher und höher, rechts und links. Die Wasserstraße wird immer enger. Die Felsen sind abgeschliffen von den Urzeitgletschern. Und plötzlich sehen wir ihn, den Preikestolen, den Predigerstuhl, hoch erhoben über dem Fjord,
circa 600 Meter direkt hinunter ins Wasser. Da wollen wir hochlaufen, das wollen wir sehen. Und es ist bestimmt auch ganz schön aufregend, da oben an der Kante zu stehen. Plötzlich kommt Wind auf, wir können segeln und wir freuen uns, dass wir dieses Privileg haben, bei einem solch schönen Sonnenschein in diesen wunderbaren Fjord zu fahren. Wir sitzen nur noch da und staunen. So einen Fjord, das haben wir nicht erwartet. Da vorne kommt ein Base-Jumping Blaze. Dort wird an der Nase abgesprungen, man fällt in die Tiefe und dann geht der Fallschirm auf, wenn man Glück hat. Wir schauen, wir können nur noch schauen. Unsere Jungs üben schon mal hochzukommen, weil am liebsten würden sie auch dort oben runterspringen. Vater? Tatsächlich. Ja, perfekt. Jawohl, das war ein Folter. Ein Hubschrauber durchdringt die Stille an diesem wunderbaren Abend. Doch bald ist er weggeflogen und die Stille kommt zurück. Wir genießen es, schaut es euch an, genießt es auch. Der Wind hat gedreht und wir setzen die Fock. Wir sind vorsichtig, denn es soll hier Fallböen geben. Wir haben so ein Glück. Reinsegeln, raussegeln und das in dieser wunderbaren Landschaft. Wieder am Breikestolen vorbei. An Stavanger wollten wir eigentlich vorbeifahren. Es soll die Ölhauptstadt in Norwegen sein und wir haben etwas ganz anderes erwartet. Hier ist die Tall Ship Regatta und wir sehen die alten Großsegler liegen im Hafen. Leider haben wir dann keinen Platz im Hafen und müssen auf die äußeren Schären gehen. Aber schon allein an den Seglern vorbeifahren und sehen, wie sie ihre Fahrt vorbereiten, war ein beeindruckender Anblick. Es geht Richtung Süden und wir haben wieder Glück. Der Wind ist mit uns bzw. leicht von vorn, aber wir können wunderbar bei flachem Wasser segeln, der ideale Kurs für einen Katamaran. Segeln vom Feinsten.
Und euer Kommentar zum heutigen Tag? Endlich mal Seegang. Fleckefjord, Insel Hydra. Das sturmumtoste Kap Lindness bei Flaute. Wir haben noch mehr Glück. Wir können sogar den Blister setzen. Der Wind kommt Raumjots. Auf dem Blister ist der Meeresgott Poseidon zu sehen. Und so geht es immer der Küste entlang, mal außen, mal innen. Ein Traum. Mit 10 Knoten geht es weiter. In Norwegen kann der Wind auch ganz anders blasen. Und Kalmiloa läuft und läuft in den Wellenbergen zwischen 10 und 12 Knoten. Wir kommen in einen Rausch der Geschwindigkeit. Aber irgendwann wird es uns zu viel und wir suchen einen Weg wieder zwischen die Scheren. Ein wunderbarer Segeltörn und ein wunderbarer Segeltag geht zu Ende. Und was sagst du? Kommentar! Super, so ist es. So muss es sein. Na, was sagst du? Das Ziel liegt uns entgegen. Wir kommen von draußen rein, von der rauen See und erwarten ein ruhiges Plätzchen. Doch so ruhig ist es auch nicht. Hier ist ein Speedboot-Reis im Gange. Das haben wir nicht erwartet. Wir laufen Lillesand an, ankern davor in den Scheren und genießen diesen Ort, der weiße Ort an der Südküste.
war denn der kleinste? 4,70 Meter oder so. Wir haben uns in Lillesand verbummelt und so segeln wir erst abends weiter. Es geht wie im Traum durch die Schären, unter Blister, bei leichtem Wind von hinten. Was kann schöner sein? Wer rechts will oder steuern wird. Machen Sie das ist klasse. Die rote Backbord liegen lassen. Nach Gregorö möchten wir durch den Landsgarsund fahren. Keine Ahnung, ob wir da durchkommen. Es muss sehr, sehr eng zugehen. Wollen wir einfach mal schauen, wie es klappt. Beide reichen. Das Wetter wurde nun leicht schlechter und wir haben trotzdem Glück, wir können mit achterlichem Wind den Oslofjord hineinsegeln.
Auf Anfrage bekommen wir im Königlichen Yachtclub einen wunderbaren Liegeplatz zugewiesen. Er liegt sehr zentral auf den Museumsinseln, da hat man nicht weit zu Fuß und man kann mit einer kleinen Fähre jede Stunde nach Oslo hin und zurückfahren, bis nachts um 11 Uhr. Da ist es sowieso noch Tag. Wir genießen Oslo mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten. Oslo ist eine multikulturelle Stadt und so ist es nicht wunderlich, dass gerade auf dem Rathausplatz ein pakistanisches Drachenfest stattfindet. Der muss ja schon beim Neifahren planen, wie er reif fährt, dass er nachher wieder rauskommt. Ich bin mal gespannt, ob der auch zeigt. Wir schlendern durch die Karl-Johans-Gate hoch zum Königlichen Schloss. Dort sehen wir eine Wachablösung. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Etwas ungewöhnlich in der heutigen Zeit. Direkt neben dem Hafen liegt das Zentrum Ackerbrücke. Hier treffen sich die Schönen und Reichen von Oslo. Das ist auch an der Architektur abzulesen. Es begeistert, was man alles machen kann.
Und wieder haben wir Glück auf dieser Tour. Im Norsk Folkezentrum ist Folkloretag. Gruppen aus ganz Norwegen kommen und machen Vorführungen. Man kann sich somit einen Eindruck von Kultur, der Geschichte machen. Die Häuser, die historischen Häuser, die aufgebaut worden sind. Sogar eine Stabkirche ist dort zu besichtigen. Wir sind begeistert. Kommt für mich das absolute Highlight in Oslo, das Wikingermuseum. 3 historische Schiffe wurden ausgegraben aus Mooren und hier wieder aufbereitet. Eine formvollendete Handwerkskunst. Mit diesen Schiffen wurde wohl schon Amerika vor Kolumbus entdeckt. Sie sind hochseetauglich, man sieht es ihnen an.
Tiki Museum sind die Schiffe von Thor Heyerdahl ausgestellt. Er ist der Nationalheld von Norwegen. Er ist auch schuld, dass ich zum Segeln gekommen bin. Seine Bücher machen Lust auf Abenteuer, auf Entdeckung von fernen Ländern, auf Reisen zum Horizont. Irgendwann muss man wieder einmal zurück und wir reisen über die schwedischen Schären, den Hamburgsund, zurück nach Deutschland. För det är Jungs. Ja. Und dann lehre ich die Jungs so Knoten machen und streichen und alles. Ne? Ja, man braucht ja eine große Mannschaft für so ein Boot. No, das sei sicherlich alleine. Ja? Ja. So, Den Ruder ist ganz leicht. Balanciert schön. Aber die Segelfläche ist halt viel, oder? 120 Quadratmeter. Höchstgutstänste, wenn man in einem Mager Höchstgängen jeden Tag, wir sind nicht fertig mit dem Kohlensuchen. Das ist also 1700 und ja. 43. 34, Die Insel Tunø ist für mich eine der schönsten Inseln in Dänemark. Wir machen lange Spaziergänge über diese Insel und genießen noch einmal diesen wunderbaren, schönen Spätsommertag. Wir sind langsam zu Hause und man muss sich darauf vorbereiten, dass dieser wunderbare Turn zu Ende geht.